Heute ist der 15. März 2026. Und heute geht es um folgende Bücher. Und zwar die Geschichte Nokodemions und seine Folgepersönlichkeiten. Und dann geht es auch noch um hier das andere Buch von Bernadette, auch bezüglich Nokodemion und seinen Folgepersönlichkeiten. Und zwar, das eine ist 2008 erschienen und das andere ist 2013 erschienen. So, und es hat da halt Fragen gegeben bezüglich der Nokodemion-Linie, weil Eduard da was anderes gesagt hat, als in den Büchern steht. Und dazu befrage ich ihn heute. Genau. Und zwar wollte ich da gerne daraus vorlesen. Und zwar Sekunde. Das hast du hier im Vorwort sozusagen geschrieben von Nokodemion, seine Folgepersönlichkeiten und die 7-fache Prophetenreihe auf der Erde. Und da steht dann auf Römisch 6, ganz am Anfang, Seite Römisch 6, Entstehen und Wirken des Nokodemion-Prophetentums. Ich lese jetzt einfach so vor, wie es da steht. Die Geistform des wahren, wahrlichen, universellen Propheten ist die des Urvaters Nokodemion. Die daraus hervorgegangenen Nachfolgepersönlichkeiten von Nokodemion haben seit über 9,6 Milliarden die Nokodemion-Prophetenlinie inne, seit der Erschaffung der Lehre der Propheten, respektive Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens, respektive der Geisteslehre durch Nokodemion. Die aus der Prophetenlinie entstandene universumweite Mission in Bezug auf die Verbreitung der Lehre wurde allein von Nokodemion erschaffen und verbreitet, und zwar ausschließlich durch die Wiedergeburten Reinkarnationen seiner Geistform und die stets damit verbundenen neuen Persönlichkeiten. So, und das ist so bis jetzt sozusagen die Annahme gewesen, dass die alle Propheten hier auf der Erde und auch davor viele andere alle auf Nokodemion zurückgehen. Mhm. Ja. Die Schöpfungsenergieform natürlich. Da ist völlig falsch verstanden worden. Und da, was da in den Büchern steht, ist verdreht worden. Dann Nachfolgschaft vom Nokodemion sind nicht Wiedergeburten. In dem Sinn, dass Geistform, so wie es da heißt, also die Schöpfungslebensenergieform wiedergeboren wird als gleiche Persönlichkeit, sondern das, was als Wiedergeburt zu verstehen ist die Nachfolgschaft von einer anderen Persönlichkeit, nicht die Persönlichkeit, die gestorben ist. Ja, es ist immer eine neue Persönlichkeit. Es ist immer wieder eine neue Persönlichkeit. Ja. Es ist nicht die gleiche Persönlichkeit, die geboren wird. Oder kann man sagen, wiedergeboren wird. Ja. Es ist also mit der Wiedergeburt ist die Lehre gemeint von der Person, wo sie gebracht hat. Das ist die Wiedergeburt von der Lehre. Nicht von der Persönlichkeit. Ja. Und du hattest ja in einem Interview gesagt, dass Nokodemion eben vor 9,6 Milliarden Jahren gelebt hat. Da ist er im Grunde aus der... Die ist wieder retour gegangen von der Ebene, wo sie hergekommen ist, wo der Nokodemion gestorben ist seine
Schöpfungslebensenergie wieder retour gegangen in die Arahat Athersatha-Ebene. Ja, das sagtest du. Und damit ging es dann los. Und wer sind jetzt sozusagen, also welche Schöpfungslebensenergieformen sind jetzt die Propheten? Weil sie gehen ja Das nicht. sind einfach irgendwelche Menschen wie du und ich und der Harald und so weiter und so fort. Sind immer neue Schöpfungslebensenergieformen, immer andere, ja. Ja. Ist nie, also es wäre wahrscheinlich ein Zufall, wie wir so sagen, dass eine gleiche Schöpfungslebensenergie nochmals das Gleiche machen tut. Es ist jedes Mal eine neue. Also das heisst, es ist jedes Mal eine neue Persönlichkeit. Ja, eine neue Persönlichkeit ist klar, jede Persönlichkeit ist einmalig. Ja. Also selbst bei Zwillingen, Richtig. eineigen Zwillinge sind einmalig, auch wenn sie gleich aussehen, äußerlich, oder fast gleich. Die Frage ist, gibt es von deiner Schöpfungslebensenergieform eine Verbindung zu Nein, Schöpfungslebensenergieformen von vorigen Propheten nein, nein, oder Kündern? nein. Das ist niemals passiert bisher. Das kann mal passieren, aber es ist bisher meines Wissens so, wie mir berichtet worden ist über das Fahrt und über da, wo eine Verbindung haben, wo sie haben die Verbindung können herstellen zu der Ebene Arahata Athersatha, ist das nie passiert. Ja, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass Ta und wahrscheinlich auch Swat über den Hohenrat, also diese nicht physischen Wesen, Entitäten, Arat Athersatha kontaktieren können. Genau. Und da hätten sie das so dann herausgefunden. Und die haben das, oder die Ebene hat das verlauten lassen, dass das bisher nie passiert ist. Dass einmal, ja, wie sollen wir dem sagen? Wir sagen einfach eine Wiedergeburt oder eine Inkarnation, und das gibt es nicht in dem Sinn und hat es nie gegeben auf der Linie vom Nokodemium bis heute. Ja. Aber du musst denken, auf der Erde, da wegen diesen blöden Religionen, die da existiert, und die Esoterik dazu, wo einige Sachen erfunden hat, Wiedergeburt und so weiter und so fort, wo schon zurückführt auf Tausende von Jahren, nicht erst jetzt, sondern wirklich auf Tausende von Jahren, haben sie da die Wiedergeburt erdenkt und erfunden und so weiter und so fort. Und in dem Rahmen musst du den Menschen das erklären, sonst verstehen sie überhaupt nicht. Können sich nicht befassen damit. Und du kannst nur nach, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist und die Menschen etwas gelernt haben, inzwischen kannst du irgendetwas weiter erklären. Ja. Und das ist genau gleich, wie wenn du in die Schule gehst, dann kann dir der Lehrer nicht einfach einmal eins herrühren. Und das, die Vermehrung vom Einmaleins erklären, das verstehst ja du nicht. Erst dann, wenn du wieder etwas dazu gelernt hast, dass es ein 2, ein 3, ein 4, ein 5 gibt, oder auf bis zu 10 und nachher weiter aufs 100 und 1000 und 10.000 und so weiter und so fort. Und voran ist es nicht möglich, dass du einem Menschen etwas kannst erklären, dass er das begreifen tut. Du musst also aufs Alte greifen, hast ja keine andere Wahl,
oder? Ja. Und das wird nicht berücksichtigt von unserer Wissenschaft und von den Menschen, von den Erling und so weiter und so fort. Und dann wird einfach am Alten festgehalten, statt dass man weitergeht und ein bisschen weiterdenken tut. Und folgerichtig dann aufsteigt. Zu höherem Wissen immer mehr und mehr und mehr weiss. Ja, Und versteht. ja, man muss die Leute, kann nur dort anfangen, wo sie stehen, Ja, vom Wissen genau. her. Und wenn das die Genau. Religion Hast du keine sind, andere Wahl? ja, Hast wirklich keine andere Wahl. Du musst dort anfangen, wo der Anfang gegeben ist. Und von dort musst du langsam weiterfahren. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Das ist bei uns da auf der Erde so. Das ist auch bei den weiten Hergereisten oder weiss der Teufel wo, überall genau dasselbe. ja, Du kannst, wenn du einen Brief bekommst, kannst du nur nach dem gehen, was in dem Brief steht. Kannst über das nachdenken, aber du kannst nicht weitergehen. Du kannst nur weitergehen, wenn irgendwelche neuen Stoff dazukommt. In im nächsten Brief steht etwas, wo weiterführen tut, und im nächsten wieder etwas, wo weiterführen tut. Und so lernst du. ja, Genau so, wie du deine Handbewegungen lernen tust, von klein auf, oder? Was du mit den Händen alles machen kannst. Du kannst, wenn du geboren wirst, praktisch nichts machen, als deine Hände umeinander rühren, oder? Bewegen und so weiter und so fort. Du kennst nichts anderes, oder? Dein Kern oder dein Bewusstsein, das physische Bewusstsein ist noch nicht so weit entwickelt, dass es das, dieses und jenes kann greifen und machen damit das und dieses und jenes. Das kommt erst im Laufe der Zeit, wo sich das entwickeln, eins nach dem anderen. ja, Anders geht's leider nicht. ja, ja. Jetzt ist es, dass die Künder, Emanuel, Mohammed und so weiter, ja schon offensichtlich weiterentwickelt waren. Ja, sie sind einfach auf der gleichen Linie. Sie sind auf der gleichen Linie wie der Mohammed, der Nokodemion. Ob's der Mohammed ist, ob's der Moses ist oder irgendeine andere. Es ist auf der gleichen Linie weitergegangen. Es ist praktisch eine Wiedergeburt von der Lehre. Die Linie ist immer die Lehre. Ja. Es ist immer die Lehre, es ist nicht die Persönlichkeit. Ja. Und das ist damit gemeint, aber das kannst du den Menschen nicht einfach so herrühren, die verstehen das nicht. Das musst du denen können erklären, nach und nach. Es geht nicht anders. Also auch Henok und wie sie alle hießen, das sind alles sind ihre nicht eigenen... das Inkarnationen vom Nokodemion. Das sind einfach Inkarnationen von der Lehre, Ja, wo sie die gleiche Lehre weitertragen. Sind also alles hochentwickelte Schöpfungslebensenergieformen, Richtig. die die Lehre gebracht Ja. haben, die inkarniert haben. Genau. Jeder hat für sich die Lehre gebracht. Genau. So wie Emanuel, Nokodemion, Enoch, Und du. jeder bringt sie anders. mhm. Nicht, weißt du, kannst nicht so ausführlich, wie die Sache ist, kannst du das nicht erklären, dann Menschen begreifen das nicht, weil sie sich zuallererst so weit entwickeln müssen, da oben mit ihrem physischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, dass sie das dann tatsächlich auch verstehen. Gerade gestern haben Harald und ich dein Gespräch mit Jemanuel nochmal gelesen Ja, und festgestellt, dass Jemanuel anders spricht als du.
Ja. Der hat das anders erklärt. Das ist eine individuelle Angelegenheit. Ja. Je nach einem Mensch oder wie weit er entwickelt ist, tut er das nach seinem Verständnis, nach seinem Model oder Metier oder wie du dem sagen willst, tut er das weitergeben. Ja. Und du musst immer sehen, es hat Mitmenschen, wo das hören, wo das missverstehen und wieder anders interpretieren, nämlich auf eine falsche Art und Weise. Und schon ist eine Lügerei da. Ja. Eine Betrügerei und Lügerei. Ja. Und es ist nie auf dieser Erde nie wirklich das, was gesagt worden ist, schriftlich festgehalten worden. Oder eben elektronisch und so weiter und so fort. Das ist erst in der heutigen Zeit der Fall. Ja. In den Darum, ja, wenn ich das weiter erklären will, dann ist es einfach so, dass da Verfälschungen daraus entstanden sind, aus dem, was gesagt worden ist, was gelehrt worden ist. Der Nächste ist gekommen, hat das aufgegriffen, oder? Hat das nochmal verfälscht und der Nächste hat es wieder verfälscht und so weiter und so fort. Und so ist das gegangen bis heute und so geht das weiter. Es läuft und läuft und läuft und das kannst du nicht ändern. Es gibt eine einzige Möglichkeit, dass das schriftlich festgehalten wird oder elektronisch festgehalten wird und genau so, wie es festgehalten wird, weitergegeben wird. Ohne, dass es verfälscht werden kann. Das heißt eigentlich auch für Menschen der Zukunft, Ja. Schriften und auch elektronische Veröffentlichungen Genau. immer von der Quelle, von der FIGO beziehen, weil das ist original, Genau. das ist echt. Genau. Das andere dann werden Kannst kommen und vergessen. verfälschen. Ja. Kannst vergessen. Dass, wenn du das zum Beispiel den Jedi nimmst, Ja. oder? Und, es ist hirnrissig. Ja, Das ist hirnrissig. Ja. Und noch andere, oder? Wo das und dieses und jenes behauptet. Wie der Arzt da von Kanada, der behauptet, er sei mit der Semjase geheiratet und das sei ein Schwachsinn. Ja. Ja. Wo du nicht einmal kannst wehren dagegen. Wo du musst rechnen, dass du vor Gericht gezogen wirst und kannst brennen, bis das Leben wehtut. Ja. Das ist mir mit dem Kanadier, mit dem Arzt ist das passiert. Mit dem anderen da im Deutschen Russen, wo da im Deutschen Russen dann offenbar geheiratet hat und sich eingekauft hat oder weiss ich was. Er ist auch ein Amerikaner gewesen. Das andere ist ein Kanadier gewesen. Wir haben die Deutsche in München Russen, wo gross rausgekommen ist dort mal. Sie hätte Kontakt mit den Plejaren und zuerst mit den Plejadier, oder? Und nachher habe ich gesagt, wie es wirklich heisst, oder? Wie sie sich wirklich nennen, oder? Und dann hat sie die Händchen gekehrt und hat du auch auf das gegriffen. Hast nichts können machen und kannst rein gar nichts machen dagegen. Kommst immer an die Kasse, bist immer der Löli, bist immer der, wo wie der Esel am Berg steht. Du bist der, der die Sache bringt, aber du darfst nichts sagen gegen das, was verfälscht wird. Also hast du die einzige Möglichkeit, dass das, was richtig ist, schriftlich festhalten tust oder elektronisch festhalten tust und schauen, dass das tatsächlich so bleibt und nicht verfälscht wird. Ja. Hast du keine andere Möglichkeit. Mindestens auf dieser Welt. Ja. Und auch wenn die Plejaden hatten ja auch gesagt, dass die Lehre so nicht mehr so streng befolgt wurde und dass du das wieder angeregt hast, dass das wieder genau befolgt wird. Ja. Hat er, glaube ich, Zart gesagt. Und
das wird bei uns in der Zukunft sicherlich auch immer wieder vorkommen, dass so ein Verwässerungstendenzen da sind. Ja. Das ist das Wichtigste. Der Dings, der Blerim hat mir ein E-Mail geschrieben und der hat geschnallt, was ich eigentlich gesagt habe. Aber ich kann es nicht lesen. Bermuda hat mir das vorgelesen gestern, was er geschrieben hat. Und das ist wahrscheinlich etwas, wo in die Welt rausgehen soll. Oder? Ich habe ja, Bermuda hat es mir vorgelesen, es ist dann im Bericht drin, oder? Von gestern. Aber ich kann leider nicht schreiben. Es geht nicht, oder? Und das Einzige, was ich jetzt habe können, das, was sie mir gebracht hat, was Florena geschrieben hat, was sie mir gebracht hat, was ich auch können, den Stück machen, den Bernadette gegeben habe. Ich weiss es noch nicht, was drin steht. Das sind gegen die 12 Seiten rum, wie ich gesehen habe. Aber ich kann nichts machen. Wenn du lesen es wäre vielleicht intelligent. Denn das, was der Lehrerin geschrieben hat, ist meines Erachtens sehr gut. Ja. Ja, kannst du ja dann auch in den Kontaktbericht aufnehmen. Ja. Den hatten wir gestern getroffen, als wir in Zürich waren. Der Lehrerin. Ja, wir sind an der Bibliothek vorbeigegangen und dann hat er uns gesehen und dann haben wir ihn kurz gesprochen. Ah, schön, ja. Jedenfalls, Bermuda hat auch gefunden, dass es wirklich gut, was er geschrieben hat. Ja. Er hat, wie soll ich sagen, den richtigen Knopf gedrückt. Ah, gut. Ja. Ja. Ja, also das Wichtigste ist, dass die Schriften halt nicht verändert werden. Ja. Sie dürfen nicht verändert werden. Sie sollen so sein. Auch das, was geschrieben ist, da drin, Ja. das ist da geschrieben, nachdem wie der Mensch das verstanden hat, im 1975 noch, wo noch nicht gelehrt worden ist. Ja. Oder gelernt worden ist. Ja, dass wir da noch nicht so weit waren, Ja. um das richtig zu Wir verstehen. sind jetzt 50 Jahre weiter. Es ist 50 Jahre gegangen, wo die Menschen gelernt hat, das und dieses und jenes von der Lehre vom Nokodemion her, oder? Und langsam begreifen, was das wirklich ist. Ja. Gut. Ich hatte noch eine Frage bekommen von der österreichischen Studiengruppe, weil du hast im Interview gesagt, dass nie dieselbe Schöpfungslebensenergieform inkarniert. Ich habe das so verstanden und auch so erklärt, die Frage, dass sie immer weiter evolutioniert und deshalb nie dieselbe ist. Ist das korrekt? Das ist genau gleich, wie wenn du verstehst ja gut Schweizerdeutsch. Ja. Das ist genau gleich, wie wenn du einen Beruf lernen tust. Oder? Du gehst immer weiter, du lernst von dem Beruf immer mehr und mehr und mehr. Du stehst nie still, du lernst immer, wenn das funktioniert, lernst du immer mehr dazu. Oder du bleibst nie stehen, du bleibst nie auf dem gleichen Haufen. Du gehst immer weiter und weiter. Ja, man ist nie dieselbe Person, wenn man immer mehr lernt Ja. und sich immer mehr aneignet. Auch wenn du die gleiche Person bist, aber die gleiche Person tut sich bewusstseinmässig, also physisch bewusstseinmässig, tut sie sich dauernd weiterentwickeln. Und wenn es nur ein Jota ist in 10 Jahren, es ist aber eine Weiterentwicklung. Deshalb ist nicht dieselbe Ja, Schöpfungslebensenergieform. ja, richtig. Ist klar. Es ist, du bist heute der Mensch, in 10 Jahren bist du der Mensch, weil du in der Zwischenzeit so und so viel gelernt hast. Du bist ein völlig anderer Mensch geworden mit dem
physischen Bewusstsein mit dem physischen Unterbewusstsein. Oder du tust dich automatisch ändern. Du bleibst, auch wenn du körperlich genau gleich der gleiche Mensch bist, da oben tust du dich aber ändern mit deinem physischen Bewusstsein. Du bleibst also nicht der gleiche Mensch. Ist klar, ja. Und das wird vom Menschen nicht berücksichtigt, das wird nicht akzeptiert von ihm, dass er sich wirklich ändern tut. Ob er das bewusst macht oder unbewusst, er macht es einfach. Oder das ist zwangsläufig, praktisch In der Lehre zwangsläufig. steht ein ständiges Streben, ständiges Ja, genau. Weiterentwickeln. Ja, ja. Kommen die Künder auch von der Arahat-Atasata-Ebene? Oder ist das nur bei Nokodemion? Nein, das ist nur der Nokodemion gsi, wo von der Arahat-Atasata-Ebene nur im Ankar-Universum gebracht oder zur Geburt gebracht worden ist, oder weiss ich was. Das kann ich dir nicht erklären, wie das funktioniert hat, das weiss ich nicht. Aber es ist wirklich nur der Mensch alleine gewesen. Von 7 Universen, also von der ganzen Schöpfung. Ja, dann wäre die nächste Frage, in den Schriften steht häufig, dass eben die Schöpfungslebensenergieform, wenn sie als Mensch existiert, 40 bis 60 Millionen Jahre braucht, um so viel Erfahrung und Wissen anzusammeln, Ja. um dann nicht mehr einen physischen Körper zu benötigen, Ja. um weiter zu evolutionieren. Mir scheint das ein bisschen so eine, als ob die Zeitspanne viel größer sein könnte auch. Die ist auch grösser, die 50, die 60 bis 80, 85 Millionen Jahre sind nicht an einem Riemen gerechnet, sondern gesamthaft gerechnet. Was es braucht, das kann über Milliarden Jahre hingehen. 3, 4, 5 Milliarden Jahre hinweg. Könnt die 60, 70, 80, 85 Millionen Jahre verteilt sind. Das sind alleine die Lebensjahre. Ah, okay. Das ist nur, wenn wir einen physischen Körper haben. Das ist das erste Mal, dass ich das erklären tue. Das habe ich nämlich noch nie erklärt. Ja. Und mir kam das, jetzt macht das viel mehr Sinn. Das ist dieser Zeitraum, oder der auch ein bisschen größer sein kann, verteilt sich auf einen viel größeren Zeitraum, Ja. weil das bezieht sich jetzt nur auf die physische Ja. Das ist Lebenszeit. genau dasselbe, wenn du in die Schule gehst. 7 Jahre lernst du in deinem Leben. Oder eine Schule zum Beispiel 7 oder 8 Jahre, oder? Und das ist verteilt auf so und so viel Lebenszeit, Mhm. Ja. oder? Ja. Also du hast 7 oder 8 Jahre zum Beispiel, wo du etwas Bestimmtes lernen tust. Ich rede jetzt nicht von einer festen Schule, wo 7 oder 8 oder 10 Jahre an einem Riemen geht, sondern 7 oder 8 oder 10 Jahre oder vielleicht 12 Jahre, wo über das ganze Leben verteilt sind. Oder? Mhm. Und die Existenz vom Mensch, also von der Wesenheit Mensch, von der Schöpfungslebensenergie, die läuft über Milliarden Jahre, aber gesamthaft sind's 60 bis 85 Millionen Jahre ungefähr, wo die Schöpfungslebensenergie lernen tut, bevor sie eingeht in die nächste höhere Ebene. Mhm. Also 60 bis 85 Millionen Jahre
Lebenszeit, wo ein materieller Körper vorhanden ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann reine Energie eingeht in die nächsthöhere Ebene. Ja. Was sich über Milliarden Jahre Was sich über Milliarden Jahre hinweg ergeht tut. Ja. Es ist also nicht an einem Riemen zu rechnen. Mhm. Und das hast auch du so. Im materiellen Leben ist genau das Gleiche vorhanden. Du machst irgendetwas, dann machst du etwas, dann wieder etwas, dann wieder etwas, dann wieder etwas. Wo du deine 80 oder 90 oder 100 oder 120 Jahre, wie alt du momentan wirst, oder? Das wird sich in Zukunft noch steigern. Wo du immer und immer und immer wieder etwas machen tust. Ja. Während ihrer ganzen Lebenszeit einfach mit Unterbrüchen so und so viel. Ja. Ja. Ah ja. Mir scheint, dass wir hatten ja mal auch gesagt oder darüber gesprochen, dass eben zum Beispiel das Erscheinen der Künder, da ist sozusagen die passende oder geeignete Schöpfungslebensenergieform erscheint zur richtigen Zeit am richtigen Ort, damit die Lehre wieder verbreitet, wieder weiter geführt werden kann. Du kannst sagen, er erscheint zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Das ist nicht so, wie du dir das vielleicht so vorstellen tust. Es ist einfach, wo sich Zeit ergeht tut, wo es möglich wird, dass es weitergeht. Wo also nicht eine Zeit vorbestimmt ist, sondern es ergibt sich dann einfach zu dem entsprechenden Zeitpunkt. Ja, also nicht, dass das so ein Das ist Plan nicht wie wenn ist, du, nein, sondern nein. es kommt immer auf den Ist-Moment Genau, den an. Und genau. Das ist genau gleich, wie wenn du durchs Leben gehst. Es gibt einfach Sachen, die du nicht vermeiden kannst, die sich ergeben durch das, was sich eine Situation bildet tut, wo du nichts kannst machen, dass das jetzt dann kommt, dass das passiert tut und so weiter und so fort. Du kannst nicht dein Leben vorbestimmen, dann und dann mache ich das und das. Oder es kommt immer auf die Situation an, wo sich ergeht tut, woraus dass du dann das kannst machen, was du eigentlich willst. Oder dass dann dieses und jenes eben passieren tut, wo du nichts kannst machen dagegen, wo es einfach die Situation so ergeht tut, dass es passieren tut. Trotz deiner Vorsicht, trotz dem, wo du aufpassen tust und achtest und so weiter und so fort. Du kannst achtsam sein, so wie du willst im Leben. Es gibt einfach Situationen, wo sich selber bilden aus dem und diesem und jenem, wo du keinerlei Einfluss hast drauf. Und dann passiert das, dieses und jenes. Du kannst vielleicht durch Voraussehen, weil du dort gewesen bist, das erlebt hast in der Zukunft, kannst du sagen, dann und dann passiert das, oder? Das ist aber etwas ganz anderes und das ist nicht eine Prophetie, oder? Eine Prophetie, die funktioniert ganz anders als eine Voraussage. Eine Prophetie ist das, wo ein Mensch denken tut, und sich zusammenreimen tut, in Gedanken zusammenreimen tut, weil er richtig normal denken tut. Das wird sich eines Tages ergeben daraus, wenn man in dem Rahmen weiterfährt. Oder, also,
Negativ oder positiv. Je nachdem. Oder? Währenddem kann sie voraussagen, du hast das gesehen, du hast das erlebt und so weiter und so fort. Zum Beispiel eben in der Zukunft. Dann ist das eine Voraussage. Das hat nichts mehr mit einer Prophetie zu tun. Und das, was da genannt wird, der Prophetentum, das ist das, was der Mensch darunter versteht, seit alters her, wenn der Mensch etwas voraussagen tut. Es wird einfach als Prophetie, wird das gewertet. Obwohl es keine Prophetie ist, eine Voraussage ist und bleibt eine Voraussage und ist auch keine Prophetie. Aber der Mensch versteht das nicht, das musst du ihm zuerst erklären. Oder? Und sonst sieht er hinter allem, was du voraussagst und so weiter, wo du gesehen hast in der Zukunft zum Beispiel, oder wo du unter Umständen einen Wahrtraum gehabt hast, dann ist das für ihn einfach eine Prophetie. Es ist nicht das, was es wirklich ist. Ja. Ja. Prophetie, und ich bin kein Prophet, ich tue nicht voraus prophezeien, sondern ich tue das sagen, was ich mit dem Sphat zusammen gesehen habe, was ich mit dem Ta oder mit der Semjase zusammen oder mit dem Menara und wo ich in der Zukunft bin, gesehen habe, erlebt habe, was wirklich ist, das ist die Voraussage, das ist nicht eine Prophetie, das hat mit Prophetie überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ja. Was der Prophetentum ist, es gibt einen Haufen Bücher über Prophetien, wo gemacht worden sind, wo zugetroffen haben, wo auch weiterhin zutreffen, wo aber auch nicht zugetroffen sind, oder weil sich das im Denken, im Handeln vom Mensch geändert hat. Und dann ist es nicht zugetroffen, dann ist es also eine Prophetie, die sich nicht erfüllt hat. Aber eine Voraussage erfüllt sich immer. Ohne Ausnahme. Weil sie in der Zukunft tatsächlich passiert ist. Und das ist ein, wie wir so sagen, im Deutschen ein himmelweiter Unterschied. Ja, natürlich, du hast es wirklich gesehen, aber das ist natürlich für Das ist etwas die ganz anderes. wenigsten Menschen nachvollziehbar. Ja. Und da ist auch der Unterschied. Was ich mache, ich tue einfach bringen, ich tue einfach künden, was soll sein und was ist und was Zukunft bringt. Das ist eine Künderschaft. Das hat nichts mit Prophetien zu tun. Ja. Für einen Umgangssprachebegriff aus dem Nichtverstehen heraus, das Prophetie, wie es auf der Erde verwendet wird. Ja, und das ist seit alters her so, oder? Es ist, Künderschaft hat schon gegeben zu alter Zeit und das ist auch Künderschaft genannt worden. Ja. Wenn du alte Schriften durchachern, dann kommst du automatisch bei dieser und dieser Schrift einmal auf das Wort Künder oder Kündertum. Okay. Ja. Habe ich jetzt nicht, aber es wird sicherlich so gesehen, dass das schon früher auch Ja, das ist so genannt wurde. Zu alter Zeit, vor Jahrtausenden ist das schon so gewesen. Ja, ja. Dann die Frage kam halt auch, das hat sich im Grunde jetzt erledigt schon, aber ich will es trotzdem nochmal fragen. Und zwar, dass der Vater von Emanuel war Gabriel. Ja, Und der war ein Plejade. das ist ein Player. Der ist nicht auf diesem Planeten geboren worden, sondern auf einem anderen Planeten. Ja, Und dann ist das jedenfalls so verstanden worden, dass Quetzal eine Nachfolgepersönlichkeit von Gabriel sei. Aber das ist nicht der Fall. nein. Ich wollte das nur, dass das klärt ist. Und dann noch, dass Gabriel ist schon
vor der Geburt von Jemanuel gestorben? Also während der Schwangerschaft? Oder wann ist Gabriel, es hat ja dann Josef die Vaterschaft übernommen Mhm. von Gabriel. Ja. Wann ist das passiert? War da Jemanuel schon am Leben? Oder war Jemanuel noch gar nicht geboren? Da kann ich dir mit 100%iger Auskunft geben darüber. Okay, gut. Aber sicherlich, als er noch klein war, weil Josef ist ja auch in der Bibel steht es ja immer wieder, dass Josef mit Maria durch Ja. die Welt oder eben auch irgendwo ansässig war, aber auch, dass er schon sehr früh an Marias Seite war, weil diese Situation, wo Jemanuel, als er als Junge mit den Rabbinern im Tempel diskutiert hat, Steht dir was. genau, da kann ich mir gut vorstellen, dass das so auch passiert ist und dass sie ihn nicht gefunden haben und er war halt, und dass das Josef war und Maria, die da ihn gesucht haben. Genau. Und früher war es auch so, dass das schon gelegentlich vorkam, dass ein Plejare mit Erdenmenschen zusammengelebt Ja, haben. genau. Das hat's gegeben. Ähm, Dann das sind manche, und die sind überall genau gleich. ja. Ob es Österreicher und Schweizer sind, oder Deutsche und Italiener, oder Chinesen und Amerikaner, die kommen halt zusammen und ja, das ist menschlich, oder? Und Menschen vermischen sich, oder? Die haben halt Gedanken, die haben Gefühle, Emotionen und so weiter und so fort, oder? Und nachdem gehen halt denkende Wesen und der Mensch ist ein selbstdenkendes Wesen, oder? Ist nicht ein Wesen, wo ein Instinktbewusstsein hat oder sonst irgendein Bewusstsein, sondern ein Selbstbewusstsein, ein selbstdenkendes Bewusstsein, oder? Ja. Das siehst du auch bei anderen Lebewesen, bei Tieren oder Getieren, oder auch die haben eine Form von Bewusstsein und die kommen zusammen, ob sie in China sind oder ob sie in Afrika sind, oder und wenn sie zusammenkommen, dann kann halt etwas passieren, wie man so sagt, oder? Dass sie sich vereinigen. Und dann gibt's halt das, was man sagt, es ist eine Mutation, oder, ja. Ja, hier schreibst du auch, letztlich sind zu frühen Zeiten große Gruppen alter Lyraner, Vorfahren der Plejaden und schließlich auch große Gruppierungen der Plejaden selbst zur Erde gekommen und haben den sogenannten modernen Menschen gezeugt, woraus der erste Ur-Homo faber und letztendlich der Homo sapiens sapiens hervorgegangen sind. Ja, das ist aber nur ein winziger Teil von allem. Dann es sind noch andere Wesenheiten gsi, die da auf die Erde gekommen sind und sich vermischt haben mit den Erdlingen. Oder wie soll man dem sagen, wo Mutationen geschaffen hat, wo schlussendlich der Mensch entstanden ist, daraus aus dem ganzen Zeug, was heute vorhanden ist als Homo sapiens sapiens. Ja, es geht dann auch. Das sind nur kleine Grüppli gsi. Das ist nicht im Grossen angelegt gsi. Das sind nur kleine Grüppli gsi. Genau wie heutzutage unter den Menschen kleine Grüppli entstehen und sich absondern tun und sich frei halten von allem anderen, was aussen durchgeht und läuft. Und das ist dort genau so der Fall gsi, wie es auch heutzutage noch der Fall ist. Das hat sich also nicht eine Menschheit gebildet daraus, wo heute der ganze Planet bevölkern tut. Und das einige Grüppli, das gibt's heute noch.
wo vielfach nicht einmal wissen, der Derling nicht einmal wissen, dass das noch existiert. Von Teilungen weiss man das, oder wo gesehen worden sind, beobachtet worden sind, wo heute noch beobachtet werden, oder dass plötzlich da Menschen auftauchen, so, zum Beispiel im Dschungel oder so, wo grösser sind oder kleiner sind, oder je nachdem. Ja, Wie so. zum Beispiel da im Osten hinein. Das ist eins ganz bekannt. Das sind menschlich, die sind etwa 1,40 Meter, 1,50 Meter gross, wo heute noch gesehen werden, hier und da einmal, wo sie aber nicht wissen, woher, wie, was und wo. Genauso wie der sogenannte Yeti oder Sasquatch oder wie es dem alles sagen, oder wo man eigentlich könnte beweisen, dass tatsächlich existiert, oder? Wo man aber als Fantasie betrachtet und so weiter und so fort. Weil man die Worte nicht will wahrhaben. Sind die auch von weit hergekommen? Unter Umständen sind sie mal weit hergereist gewesen. Unter Umständen, ich weiss es nicht. Woher die stammen, ob sie da auf der Erde entstanden sind oder eben durch Vermischung entstanden sind und so weiter und so fort. Aber sie existieren tatsächlich. Ja. Ja, und wie es auch in Kontaktberichten immer wieder steht, dass es unterschiedliche Gruppierungen ja hier gibt. Also die Plejaden sind sozusagen eine Gruppierung, es gibt auch andere Gruppierungen. Ja. Aber dass sich die Plejaden von den anderen strikt fernhalten. Und dass sich die seit 25 Millionen Jahren fernhalten von den weit Hergereisten. Die wollen von den weit Hergereisten, also die da erscheinen mit der UFO und so weiter und so fort, absolut nichts zu tun haben. Sie sagen, das, was da geht und läuft in deren Universum, das haben sie in ihrem Universum nicht. Sie haben wohl auch Krieg gehabt und so weiter, über Millionen von Jahren Krieg gehabt. Aber das, was da auf der Erde passiert tut, überhaupt in deren Universum, auch unter den weit Hergereisten, so wie sie das sagen und verstehen und wie sie die nennen, das hätte es bei ihnen niemals gegeben. Auch das, was mit der Atomenergie da auf der Erde passiert, das hat es niemals gegeben im Ankar-Universum. Das gibt keine Aufzeichnungen über irgendwelche Sachen, wo in dem Rahmen inne sind, wo da im deren Universum passiert. Also nicht alleine offenbar da auf der Erde, sondern eben auch auf anderen Welten. Der Missbrauch mit der Nuklearenergie, Ja. oder? Ja. Das hat's bei ihnen nie gegeben. Sie kennen nukleare Energie, also die Atomkraft und so weiter und so fort. Und sie nutzen das auch. Aber es hat's nie gegeben, dass da ein Atomkrieg gegeben hat, Atombomben gebaut worden sind, abgerührt worden sind und missbraucht worden ist. Die Atomkraft missbraucht worden ist für Kriegszwecken und so. Das hat ihre Ethik nie zugelassen. Solange sie Aufzeichnungen haben und die führen über Millionen von Jahren, hunderte Millionen von Jahren retour. Und da hat es niemals so etwas gegeben. Hat es nie einen Atomkrieg gegeben? Nein. Nur da auf der Erde
Und sonst irgendwo bei den weit hergereisten und so weiter und so fort im deren Universum. Und das können sie sich nicht leisten, dass so etwas in ihres Universum kommen. Oh, das ist schon ein großer Unterschied. Ja. 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 Das ist ganz gewaltig, finde ich. Ja, vor allem, dass, obwohl sie Kriege hatten, Ja. nie so ausgeartet sind, dass sie so eine Energie so missbräuchlich eingesetzt haben. Ja. Und obwohl sie eben die Kernenergie schon, weiss ich wie lange, schon Millionen von Jahren kennen, das hätte es niemals gegeben bei ihnen. Es gibt auch keine Aufzeichnungen, dass jemals die Atomenergie missbraucht wurde. Das hätte ihre Ethik nie zugelassen. Ah, ja. Also schon erstaunlich. Gell? Ja. Ja. Da sind sie dann doch generell ethisch weiter. Ja. Also von Anfang an. Ja. Aber bei Ihnen hat es nicht diese Genmanipulation gegeben, oder? Nein, Genmanipulation hat es bei ihnen nicht gegeben. Das ist nur bei uns. Ne? Das ist ebenfalls nur im deren Universum. Sie kennen eine fremde Schöpfung, eine fremde, wo sie das Universum erbrochen haben von einer fremden Schöpfung. Das ist aber das Einzige. Ja. Da haben Sie das auch entdeckt, Und oder? da haben sie eine primitive Menschheit haben sie dort entdeckt auf irgendeinem Planeten und die sind etwa so weit wie unsere sind da auf der Erde vor etwa 50, 60 Jahren und so weiter und so fort. Ja. Gut. Hast du noch eine Frage? Ja. Okay. Vielen Dank.